Willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit. Stell dir vor, du sitzt vor tausenden Jahren an einem kleinen Feuer. Vor dir stehen einfache Gefäße aus Ton. Darin befindet sich eine Mischung aus Wasser und Getreide. Niemand weiß genau, was als nächstes passieren wird. Doch nach einigen Tagen hat sich etwas verändert. Die Flüssigkeit schmeckt anders, sie ist leicht sprudelnd und sie macht die Menschen, die davon trinken, ein wenig anders als zuvor. Niemand ahnt, dass aus dieser zufälligen Entdeckung eines Tages eines der ältesten und meistgetrunkenen Getränke der Menschheitsgeschichte entstehen wird: Bier. Heute begleiten wir dieses Getränk durch mehr als 13.000 Jahre Geschichte. Von den ersten sesshaften Menschen über die großen Kulturen Mesopotamiens und Ägyptens, durch mittelalterliche Klöster und deutsche Brauereien bis hin zu Pilsner, Guinness, Industriebier und der modernen Craft-Bier-Bewegung. Und dabei zeigt sich, die Geschichte des Bieres ist viel mehr als die Geschichte eines Getränks. Sie erzählt von Landwirtschaft, Religion, Handel, Technik und dem Wandel ganzer Gesellschaften. Unsere Reise beginnt lange bevor es Städte, Königreiche oder schriftliche Aufzeichnungen gab. Vor ungefähr 15.000 Jahren lebten Menschen noch überwiegend als Jäger und Sammler. Sie waren nicht dauerhaft an einen Ort gebunden und ernährten sich von dem, was die Natur ihnen bot. Dazu gehörten auch verschiedene Getreidearten. Die Körner waren allerdings hart und mussten verarbeitet werden. Man konnte sie zermahlen, mit Wasser vermischen und daraus einen einfachen Brei herstellen. Und irgendwann geschah vermutlich etwas ganz Entscheidendes. Eine solche Mischung blieb länger stehen. Natürliche Hefen aus der Umgebung begannen, die enthaltenen Zucker umzuwandeln. Dabei entstanden Alkohol und Kohlendioxid. Aus einem einfachen Getreidebrei wurde eine leicht vergorene, alkoholische Flüssigkeit. Vielleicht war es Zufall. Vielleicht bemerkte jemand, dass diese Mischung nicht verdorben, sondern auf eine ganz besondere Weise verändert war. Und vielleicht schmeckte sie sogar überraschend gut. Die ältesten bekannten Hinweise auf ein bierähnliches Getränk reichen ungefähr 13.000 Jahre zurück. Sie stammen aus der Rakefet-Höhle im heutigen Israel und werden mit den dortigen Bestattungsritualen in Verbindung gebracht. Das bedeutet, Bier könnte schon sehr früh nicht nur Nahrung, sondern auch Bestandteil religiöser und gesellschaftlicher Rituale gewesen sein. Interessant ist außerdem, dass die Entwicklung von Getreideverarbeitung und Bier zeitlich eng mit den großen Veränderungen der Menschheitsgeschichte zusammenfällt. Die Menschen begannen, Getreide gezielt anzubauen. Und damit veränderte sich langsam auch ihre Lebensweise. Aus mobilen Jägern und Sammlern wurden zunehmend sesshafte Bauern. Bier war wahrscheinlich nicht der alleinige Grund für diese Entwicklung, aber die Verarbeitung und Lagerung von Getreide spielte eine wichtige Rolle in den frühen Siedlungen. Tausende Jahre später finden wir Bier bereits mitten in den ersten großen Zivilisationen. In Mesopotamien, zwischen Euphrat und Tigris, war Bier ein fester Bestandteil des Alltags. Dort wurde ein Bier namens Sikaru getrunken, sinngemäß ein Getränk, das mit flüssigem Brot verbunden wurde. Die Herstellung war noch weit entfernt von dem, was wir heute als braun bezeichnen würden. Gerstenbrot wurde zerbrochen, mit Wasser vermischt und anschließend vergoren. Bier war Nahrung und Getränk zugleich. Es wurde von verschiedenen Bevölkerungsschichten konsumiert und spielte auch bei religiösen Zeremonien eine Rolle. Sogar eine Göttin war dem Bier gewidmet: Ninkasi. Ein altes sumerisches Lied beschreibt ihre Herstellung des Bieres und gilt heute als eine der frühesten schriftlichen Überlieferungen über das Brauen. Besonders interessant ist dabei die Rolle der Frauen. In vielen frühen Gesellschaften waren es vor allem Frauen, die Bier herstellten. Das Brauen gehörte zum Haushalt und war damit eine Tätigkeit, die wirtschaftlich und gesellschaftlich durchaus bedeutend war. Auch im alten Ägypten war Bier alltäglich. Es wurde von verschiedenen sozialen Schichten getrunken und gehörte zur Ernährung. Arbeiter erhielten Bier teilweise als Bestandteil ihrer Versorgung. Auch beim Bau großer Monumente spielte es eine Rolle. Bier war damals allerdings nicht einfach das gleiche Getränk, das wir heute aus einer Flasche kennen.
Es war häufig dickflüssiger, nährstoffreicher und deutlich weniger klar. Statt eines Glases benutzte man Krüge. Und beim Trinken wurden manchmal Strohhalme verwendet, um Getreidereste zurückzuhalten. Bier war jedoch keineswegs auf Mesopotamien und Ägypten beschränkt. Auch in anderen Regionen entwickelten Menschen ihre eigenen Formen vergorener Getreidegetränke. In China wurden Getränke aus Reis und Getreide hergestellt. In Indien entstanden verschiedene fermentierte Getränke aus Getreide. Südlich der Sahara wurde Bier unter anderem aus Hirse und Sorghum hergestellt, und in Teilen Amerikas wurden Maisgetränke durch Fermentation hergestellt. Die Zutaten unterschieden sich, die Herstellung unterschied sich, der Geschmack unterschied sich, doch das grundlegende Prinzip blieb erstaunlich ähnlich. Getreide liefert Zucker, Hefe verwandelt diesen Zucker in Alkohol und Kohlendioxid. So entstanden an verschiedenen Orten der Welt unabhängig voneinander Getränke, die wir heute unter dem Oberbegriff Bier zusammenfassen würden. Doch im Mittelmeerraum entwickelte sich eine andere Vorliebe. Die Griechen und später die Römer bevorzugten Wein. Bier wurde dort häufig als Getränk fremder Völker betrachtet. Für die Römer war es ein Getränk der Menschen nördlich ihrer eigenen Kulturgrenzen. Und genau deshalb sollte Bier nach dem Untergang des Römischen Reiches vor allem im Norden Europas seine große Zukunft erleben. Mit dem Ende des Weströmischen Reiches veränderte sich Europa. In den südlichen Regionen blieb Wein stark mit der christlichen Kultur verbunden. Im Norden dagegen bot das Klima ideale Bedingungen für Getreideanbau. Und so begann Bier langsam wieder an Bedeutung zu gewinnen. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Klöster. Im frühen Mittelalter wurden Klöster zu Zentren der Landwirtschaft, des Wissens und der Lebensmittelproduktion. Auch Bier wurde dort gebraut. Karl der Große förderte im 9. Jahrhundert die Landwirtschaft und die Herstellung von Bier in seinen Herrschaftsgebieten. Die Mönche konnten auf Erfahrungen zurückgreifen, die über Generationen weitergegeben worden waren. Sie verbesserten die Herstellung, kontrollierten die Zutaten und experimentierten mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen. Ein wichtiger Bestandteil war damals die sogenannte Grut. Darunter verstand man eine Mischung verschiedener Kräuter und Gewürze, die dem Bier Geschmack verlieh und teilweise auch zur Haltbarkeit beitrug. Der große Wandel kam später mit dem Hopfen. Im 12. Jahrhundert beschrieb Hildegard von Bingen unter anderem die Eigenschaften des Hopfens. Hopfen brachte etwas mit, das für die Entwicklung des Bieres entscheidend werden sollte. Er verlieh dem Bier nicht nur Bitterkeit und Aroma, er half auch dabei, das Getränk haltbarer zu machen. Damit begann der Siegeszug des Hopfenbieres. Im späten Mittelalter entwickelte sich Bier in Nordeuropa immer weiter. Besonders deutsche Städte wurden zu wichtigen Zentren des Bierhandels. Hamburg spielte dabei eine bedeutende Rolle. Die Stadt lag günstig für den Handel und konnte Bier über die Nord- und Ostsee exportieren. Hopfenbier war relativ gut haltbar und eignete sich dadurch besser für längere Transporte. Gleichzeitig entwickelte sich im Raum München eine andere entscheidende Innovation. Bier wurde unterirdisch bzw. in kühlen Kellern gelagert. Dort herrschten über längere Zeit relativ niedrige Temperaturen. Die Brauer stellten fest, dass bestimmte Hefen unter diesen Bedingungen besonders gut funktionierten. So entstand eine neue Form des Bieres, das untergärige Lagerbier. Der Begriff Lager kommt vom deutschen Wort lagern. Das Bier wurde nach seiner Herstellung über längere Zeit kühl gelagert. Und diese Methode sollte die Biergeschichte für immer verändern. Dann kam ein Datum, das bis heute eng mit der deutschen Biergeschichte verbunden ist: 1516. In Bayern wurde eine Verordnung erlassen, die später als Reinheitsgebot bekannt wurde. Darin wurde festgelegt, welche Zutaten für Bier verwendet werden durften: Wasser, Gerste und Hopfen.
Hefe wurde damals noch nicht ausdrücklich genannt, weil man ihre genaue Rolle bei der Gärung noch nicht verstand. Das Reinheitsgebot sollte unter anderem die Qualität des Bieres kontrollieren. Doch es hatte auch andere Auswirkungen. Traditionelle Mischungen aus Kräutern und Gewürzen wurden zunehmend verdrängt. Damit verschwand ein Teil der alten regionalen Vielfalt. Das Bier wurde kontrollierter, aber auch einheitlicher. Und während sich in Mitteleuropa die Bierkultur veränderte, begann in Großbritannien bereits die nächste Revolution. In England hatte Bier eine ganz eigene Entwicklung genommen. Traditionell wurde Malz häufig über Holzfeuern getrocknet. Dadurch konnte das Bier eine dunkle Farbe und rauchige Aromen bekommen. Doch im 17. und 18. Jahrhundert veränderte eine technische Neuerung den Prozess. Koksbefeuerte Öfen ermöglichten es, Malz stärker zu kontrollieren und deutlich heller zu trocknen. So entstanden hellere Biere. Das Pale Ale wurde populär. Gleichzeitig entstanden dunklere, stärker gehopfte Biere. Eines davon wurde besonders mit den Arbeitern Londons verbunden. Es war dunkel, kräftig und relativ günstig. Sein Name? Porter. Der Name soll sich auf die Londoner Lastenträger, die sogenannten Porter, beziehen, die dieses Bier besonders gerne tranken. Und aus dieser Entwicklung sollte später eines der bekanntesten Biere der Welt hervorgehen: Guinness. Arthur Guinness gründete 1759 seine Brauerei in Dublin. Seine Brauerei entwickelte ein besonders dunkles und kräftiges Bier, das später als Stout bekannt wurde. Durch die industrielle Revolution konnte Bier nun in immer größeren Mengen hergestellt werden. Thermometer und später Hydrometer halfen den Brauern, ihre Prozesse genauer zu kontrollieren. Doch die Industrialisierung hatte auch ihre Schattenseiten. 1814 brach in London ein riesiger Bierbehälter. Eine gewaltige Menge Porter strömte durch die Straßen. Mehrere Gebäude wurden beschädigt. 8 Menschen starben. Eine der ungewöhnlichsten Katastrophen der Biergeschichte war damit Realität geworden. Doch Bier begann nun nicht nur durch Europa zu reisen. Das britische Empire verband immer mehr Regionen der Welt. Für lange Seereisen benötigten die Briten Getränke, die den Transport überstanden. Ein stark gehopftes Pale Ale erwies sich dafür als besonders geeignet. Es wurde nach Indien exportiert. Das Bier musste Monate auf Schiffen überstehen und in einem warmen Klima gelagert werden. Daraus entwickelte sich das berühmte India Pale Ale, kurz IPA. Wie genau der Name und die heutige Vorstellung vom IPA entstanden, ist allerdings komplexer, als es manche Geschichten vermuten lassen. Fest steht, das Bier wurde zu einem Symbol des weltweiten Handels. Und damit war Bier endgültig nicht mehr nur ein regionales Getränk. Es wurde zu einem globalen Produkt. Während britische Brauer neue Biere entwickelten, geschah in Mitteleuropa etwas ebenso Bedeutendes. 1838 kam es im böhmischen Pilsen zu einem ungewöhnlichen Ereignis. Die örtliche Bevölkerung war mit der Qualität des Bieres unzufrieden. Die Stadt ließ Bierfässer öffentlich ausleeren. Es musste etwas Neues entstehen. Dafür holte man den bayerischen Braumeister Josef Groll nach Pilsen. Er verfügte über Erfahrungen mit untergärigem Bier. Und er nutzte helles Malz, weiches Wasser und eine geeignete untergärige Hefe. Das Ergebnis war etwas, das viele Menschen so noch nicht gesehen hatten. Ein klares, goldenes Bier. Hell, leicht und mit einer ausgeprägten Hopfennote. Das Pilsner war geboren. Sein Erfolg war enorm. Zum ersten Mal konnten Menschen die goldene Farbe eines Bieres richtig bewundern. Denn gleichzeitig wurde Glas immer erschwinglicher und verbreiteter. Bier wurde nicht mehr nur aus dunklen Krügen getrunken. Es konnte gesehen werden. Die Farbe wurde selbst zum Verkaufsargument. Im 19. Jahrhundert wurde Bier nicht nur besser, es wurde wissenschaftlicher.
Louis Pasteur beschäftigte sich mit der Gärung und erkannte, dass Mikroorganismen eine entscheidende Rolle spielten. Damit begann sich das Verständnis der Brauer grundlegend zu verändern. Gärung war kein mystischer Vorgang mehr. Man konnte ihn untersuchen. Man konnte Temperaturen messen. Man konnte Prozesse kontrollieren. Und schließlich konnte man sogar bestimmte Hefestämme gezielt einsetzen. Auch die künstliche Kühlung veränderte die Bierproduktion. Karl von Linde entwickelte moderne Kältetechnik weiter. Brauereien waren nun nicht mehr vollständig auf natürliche Keller oder kalte Jahreszeiten angewiesen. Untergäriges Bier konnte kontrolliert und das ganze Jahr über hergestellt werden. In Dänemark wurde ebenfalls intensiv an Hefe geforscht. Im Labor der Brauerei von Jacob Christian Jacobsen gelang es, einen reinen Hefestamm zu isolieren und für die Bierproduktion zu verwenden. Damit war ein entscheidender Schritt zur modernen industriellen Brauerei getan. Bier wurde reproduzierbarer und in immer größeren Mengen herstellbar. Mit Eisenbahn und Dampfschiff konnte Bier nun schneller und weiter transportiert werden. Große Brauereien entstanden, kleine, lokale Brauer gerieten zunehmend unter Druck. Das europäische Lagerbier wurde exportiert und schließlich weltweit kopiert. Deutsche Einwanderer brachten ihre Brautraditionen in die Vereinigten Staaten. In St. Louis entstand daraus eine der bekanntesten Biergeschichten Amerikas. Adolphus Busch entwickelte gemeinsam mit seiner Familie ein amerikanisches Lagerbier, das sich an europäischen Vorbildern orientierte. Der Name Budweiser. Auch in Asien entstanden Brauereien nach europäischem Vorbild. In der deutschen Kolonie Qingdao wurde Ende des 19. Jahrhunderts eine Brauerei gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die politische Zugehörigkeit der Region, doch die Brauerei blieb bestehen. Das daraus entstandene Tsingtao sollte später zu einem der bekanntesten Biere Chinas werden. Dann wurde das Biergeschäft in den Vereinigten Staaten plötzlich auf den Kopf gestellt. 1920 begann die Prohibition. Alkoholische Getränke durften in den USA nicht mehr legal hergestellt und verkauft werden. Für die großen Brauereien war das eine Katastrophe. Viele mussten schließen. Einige versuchten zu überleben, indem sie andere Produkte herstellten: Limonade, Eiscreme, Lebensmittel. Andere verschwanden vollständig. Gleichzeitig entstand ein riesiger Schwarzmarkt. Schmuggler und organisierte Kriminalität übernahmen Teile des illegalen Alkoholhandels. Erst 1933 wurde die Prohibition beendet. Doch die amerikanische Bierlandschaft hatte sich dauerhaft verändert. Die großen Brauereien konnten sich schneller erholen als viele kleine Betriebe. Und so begann eine Phase zunehmender Konzentration. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bier immer stärker zu einem industriellen Massenprodukt. Große Brauereikonzerne produzierten enorme Mengen eines leichten, milden Lagerbieres. Weniger Hopfen bedeutete weniger Bitterkeit. Mais oder Reis konnten zusätzlich verwendet werden. Das Ergebnis war ein Bier, das möglichst vielen Menschen gefallen sollte. Es war leicht, es war relativ günstig und es ließ sich hervorragend in Dosen und Flaschen verkaufen. Gleichzeitig veränderte sich die Vermarktung. Bier wurde mit Sport verbunden, mit Freizeit, mit Freundschaft, mit einem bestimmten Lebensgefühl. Werbung und Sponsoring machten aus Bier eine globale Marke. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich Lagerbier zur dominierenden Bierform auf dem Weltmarkt. Doch während die großen Konzerne immer mächtiger wurden, begann sich im Hintergrund bereits eine Gegenbewegung zu entwickeln. Eine besondere Ausnahme blieb Belgien. Während viele Länder zunehmend vom industriellen Lagerbier geprägt wurden, bewahrten belgische Brauereien eine enorme Vielfalt. Abteibiere, Trappistenbiere, Weizenbiere und Lambic. Lambic ist besonders ungewöhnlich, weil es traditionell durch spontane Gärung entsteht.
Dabei wird die Würze nicht einfach mit einer gezielt zugesetzten Reinzuchthefe vergoren. Stattdessen spielen Mikroorganismen aus der Umgebung eine Rolle. Das Ergebnis sind Biere mit völlig anderen Aromen als die modernen Massenbiere. Belgien wurde damit zu einem lebendigen Museum der Biergeschichte. Nicht, weil dort alles genau so geblieben wäre wie früher, sondern weil alte Methoden weiterentwickelt und mit neuen Ideen verbunden wurden. Ab den 1970er Jahren begann in den Vereinigten Staaten und Großbritannien eine neue Bewegung. Kleine Brauereien entstanden. Brauer wollten wieder stärker experimentieren. Mit unterschiedlichen Malzsorten, mit ungewöhnlichen Hefen, vor allem aber mit Hopfen. Alte Bierstile wurden wiederentdeckt. Porter, Stout, Ale und besonders das India Pale Ale. Neue Hopfensorten ermöglichten völlig neue Aromen. Biere wurden fruchtiger, bitterer, kräftiger oder komplexer. Die Craft-Bier-Bewegung verbreitete sich schließlich über die ganze Welt. Auch in Deutschland entstanden immer mehr kleine Brauereien, die sich bewusst von den großen Standardbieren abheben wollten. Damit schloss sich gewissermaßen ein Kreis. Nach Jahrhunderten zunehmender Vereinheitlichung kehrte die Vielfalt zurück. Heute ist Bier eines der meistkonsumierten alkoholischen Getränke der Welt. Jedes Jahr werden weltweit Milliarden Liter gebraut. Ein großer Teil des Marktes wird weiterhin von wenigen internationalen Konzernen kontrolliert. Gleichzeitig existieren tausende kleine Brauereien. Sie brauen traditionelle Sorten, experimentieren mit neuen Zutaten oder versuchen längst vergessene Bierstile wiederzubeleben. Und noch etwas hat sich verändert. Alkoholfreies Bier wird immer beliebter. Gerade in Deutschland wächst der Markt für alkoholfreie Varianten deutlich. Das Bier verändert sich also weiter. Von einem zufällig vergorenen Getreidebrei der Steinzeit bis zum modernen alkoholfreien Craftbier liegen mehr als 13.000 Jahre Geschichte. Und vielleicht ist genau das die faszinierendste Eigenschaft des Bieres. Es war nie nur ein Getränk, es war Nahrung, es war Handelsware, es war Bestandteil religiöser Rituale, es war Lohn, es war ein Symbol für gesellschaftliche Veränderungen. Und manchmal war es sogar der Grund, warum Menschen überhaupt zusammenkamen. Wenn wir heute ein Bier einschenken, sehen wir meistens nur ein Glas. Doch hinter diesem Glas liegen Jahrtausende menschlicher Geschichte. Von den ersten Bauern am Rand alter Siedlungen, über die Mönche mittelalterlicher Klöster, die Händler der Hanse, die Brauer von Pilsen, die Fabriken der industriellen Revolution, bis zu den kleinen Craft-Bier-Brauereien unserer Zeit. Eine Geschichte, die zeigt, wie aus etwas so Einfachem wie Getreide, Wasser und Hefe ein Getränk entstehen konnte, das schließlich die ganze Welt eroberte. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Sichere dir deinen Platz für die nächste Zeitreise und abonniere jetzt den Kanal. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar. Welche Epoche oder welches Thema sollen wir als nächstes erkunden?